nach Finnland, genauso wie nach Niederlande und so weiter. Und diese Kooperationsstruktur, glaube ich, ist die richtige Antwort auf die Frage, wie arbeiten wir zusammen, damit das Meer besser überwacht wird, vom Zoll über die Polizei bis hin auch zu den militärischen Themen. State Secretary, given the enormously international character of shipping, you're talking about standards and also about the implementation and the monitoring of standards. How can a European effort manage to, if you wish, extend its mandate, its standardization and its implementation of those standards internationally, beyond Europe? Also ich hoffe sehr, dass die europäische Richtlinie für die Schifffahrtsüberprüfung, also für die Schiffe, in den nächsten Jahren auch auf der internationalen Maritime Organization in London beschlossen wird. Das ist ein Beispiel, Europa ist vorangegangen und jetzt müssen wir versuchen gemeinsam, dass diese Richtlinie auch in der internationalen Maritime Organization in London für alle Länder gilt. Das ist ein Vorbild und ich glaube, das wird auch uns gelingen. Darüber hinaus, denke ich, ist die Frage zu stellen, was machen wir in den Bereichen, in denen sozusagen die nationalen Zuständigkeiten nicht mehr greifen, also über die 20-Seemeilen-Zone hinaus. Und da gibt es ja auch schon bewährte Kooperationsstrukturen. Also Dezentralisierung und Netzwerkstruktur anstatt Zentralisierung ist die Antwort auf diese komplexe Frage, aber gleichzeitig auch eine gemeinsame Verantwortlichkeit festzulegen. Das heißt, die Organisation muss so sein, dass sie flexibel ist, dass die Verantwortung klar ist, aber dass man auch gleichzeitig zusammenarbeitet. Und alles, was zentralisiert ist, ist dafür, glaube ich, nicht die richtige Antwort, weil es viel zu komplex ist und die Verantwortlichkeit dann immer nach oben geschoben wird und am Ende ist dann wieder keiner dafür zuständig. Also ein bisschen mehr Klarheit in den Strukturen, ja, Netzwerke, ja, aber auch Verantwortlichkeit bezogen auf das jeweilige Gebiet ist notwendig, um auch im Bereich der Überwachung effizient zu sein. I thank you very much, State Secretary. I think that you hit upon one of the dilemmas when we're dealing with the oceans. And it continues to be the question of developing those kinds of frameworks that allow the best multilateral cooperation given the constraints that we're working with in many areas that are, as you put it, a networking of existing frameworks. Yes, please, go ahead. Ja, wir haben aber auch zum Beispiel im Zusammenhang mit dem Thema Piraterie, glaube ich, eine sehr gute Lösung gefunden, nämlich auf der Ebene der UN. Und auch da ist wieder sehr deutlich geworden, dass bestimmte Fragen eben auch geregelt werden müssen auf der UN-Ebene. Und von daher, glaube ich, sind wir in der Lage zu definieren, was regional, also in dem Fall regional europäisch und überregional in dem Fall auf der Ebene der UN zu regeln ist. Und das Thema der Piraterie, die Lösungen, die wir jetzt gefunden haben, sind ein gutes Beispiel dafür, dass wir die Regierungen auf der einen Seite dass die Regierungen da verantwortlich handeln müssen, aber auf der anderen Seite wir auch natürlich internationale Regelungen brauchen und die Bedeutung der UN wird wachsen und das ist gut so. No, absolutely, and I think we thank you for bringing up, although as I say, these things sometimes take a little bit more time to work themselves through the international system than that we would all like. Let me, I have said that we should intervene and ask questions of each other as much as you want. So if you have questions for the State Secretary. Moment, noch eine Sekunde. Es geht, wie schnell es geht mit den internationalen... Okay. Wie schnell es gehen kann mit den internationalen Regelungen, wenn sie notwendig sind, wenn sie für die Existenz der Weltökonomie und für die Existenz der Menschen ist, dann zeigt uns doch gerade die Finanzkrise, dass wir innerhalb von 2 Wochen in der Lage sind, international zusammenzuarbeiten. Und das könnten wir dann auch der Umwelt zuliebe tun, weil das die Existenzfrage der Menschheit auch ist.
Exactly. This comes back, Biljana, to your comment that we take some kind of crises with immediacy and seriousness, and we take other kinds of crises with a much more haphazard, fragmented, and long-term view. Lee, you wanted to make a message, an intervention. Go ahead. Well, no, I agree that the worlds can come together, but the question is, what type of crises do we need? And also, what is the response time? Now, we know that we have the ability to use financial engineering to deal with financial calamities because we created our economic systems and we write the rules. We don't write the rules of how nature reacts, and nature is moving on a much different timetable. So the question is, how big a catastrophe do we need in order for the world leaders to step up? Are the world leaders willing to incorporate natural capital and the protection of our environments into this financial crisis, or do we wait for another day for another catastrophe? That's a good point, and it's a difficulty because we don't always have the spokespeople on the other side. They're rather Nobody's negotiating for nature. Alexis Boutsman, Dr. Boutsman, you are a